herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen dem Team von Bluma und Cobra. Wir haben bei Bluma folgende Schiffsaufstellung. Eine Kremlin, eine Colombo, Doppel Moskwa, Marseille, Napoli, Daring, Doppel Marceau. Auf der anderen Seite bei Cobra haben wir Montana, Kremlin, DM, Petro, Napoli, Shima, Doppel Shima, eine Marceau und eine YY. Des Weiteren haben wir auch dieses Mal 2 Bots dabei. Okay, das heißt, die Jungs von Cobra haben ihr Team nicht voll bekommen. Sehr, sehr schade. Schauen wir auch gleich mal rüber, wie die Jungs sich das hier überlegt haben. Die spielen mit der Shima, Montana und ja, Montana auf der D-Seite. Klar ist es mit Bots alles jetzt ein bisschen schwieriger. Dann haben wir YY in der Mitte. Wir haben die Petro in der Mitte. Wir haben Kremlin, Marceau und Napoli auf die A-Seite. Also schieben wir dann auch gleich bei der Gelegenheit rüber zu Bluma. Da sehen wir Marceau schnell fürs A-Cap. Wir sehen die Daring, die bei B spielt. Wenig überraschend. Wir sehen hier eine Moskwa, würde ich jetzt auch sagen, ist was man häufiger sieht auf der Position. Wir haben auch hier die zweite Marceau, die sehr schnell für das D-Cap fährt. Moskwa hier. Hätte tatsächlich vielleicht hier was anderes gespielt, aber wir haben ja gesehen, dass die Petro ist eigentlich frei. Deswegen wundere ich mich so ein bisschen, wenn man sagt, okay, ich spiele die Moskwa hier, weil ich würde sagen, Petro ist an der Insel stärker wegen dem Concealment und wegen der Tankiness. Dann haben wir Kremlin und Napoli. Einfach mal abwarten. Ich denke, die Bots werden demnächst auch spotted sein. Der Bot spielt das etwas safe. Hat sich, glaube ich, gebeacht. Ja, da wird es auf jeden Fall den ersten Fight geben, denke ich mal. Die Marceaus werden sich gegenüberstehen. Die Marceau hat RPF, das heißt, er weiß, dass da was kommt. Hat dann theoretisch den Vorteil, dass er Torps werfen könnte in die ungefähre Position. Aber die andere Marceau ist da auch erstmal etwas vorsichtiger. Aber ich denke, dieses Cap wird am Bluma geben und ich denke, das Verteidigen wird um einiges einfacher als das Einnehmen. Ja, da ist er auch schon gespottet, da kommen ja auch schon die Shots. Bringt aber leider nichts ein. Daring ist hier unten, kann sich jetzt smoken auf die YY. Wird jetzt wahrscheinlich ein Problem haben, dass die DM da reinfährt und ihn smoked und Radar zieht, höchstwahrscheinlich. Interessant, die DM hat, also der Bot hat Flak mit dabei. Interessant. Aber die YY wird jetzt ein bisschen, leiden. In dem Fall, weil der durch das Radar von der Moskwa hier ordentlich Shots kassiert von der Daring. Da kommt das Radar von der YY. Ist eine Radar-YY, das habe ich jetzt erst gesehen. Es kommt relativ spät. Aber gut, es konnte auch nicht wirklich jemand auf ihn schießen. Und der Bot smoked jetzt die DM. Interessant. Die Bots spielen hier Smoke Train in der Mitte. Sehr interessant. Auf der anderen Seite hat sich die Marceau das C-Cap geholt. Und damit sieht es cap-technisch sehr gut aus für das Team Grün von Bluma. Ich denke, die Marceau wird jetzt da mal versuchen reinzupieken. Nose-In ist immer sehr, sehr gefährlich. Muss man vielleicht auch sagen. Da kommt man dann nicht mehr so einfach raus. Ich muss auch sagen, die Bots überleben hier sehr, sehr lange. Gut, dass ich das jetzt gerade gesagt habe. Die sind nämlich jetzt beide tot. Ja, klar. Also ein Bot ist immer ein Handicap, aber für manche ist es halt einfach mal cool dabei zu sein. Und das, denke ich, will ich den Leuten hier auch nicht absprechen. Marceau ist spotted, Radar geht an von der Moskwa und jetzt hängt die Shima in der Marceau drin. Das wird mit Sicherheit nicht so angenehm sein. Nimmt hier auch ganz guten Damage. Und da kommen auch nochmal Shots von der Napoli, auch nochmal Shots von der Daring hier. Der hat auch nochmal die Möglichkeit drauf zu schießen. Die Petro hinten wird gefarmt. Also ist schon
kein so angenehmes Gefühl, würde ich sagen. Hier. Petro hat ein bisschen Glück, dass hier kein BB ist in Range, was ihn hier punishen kann, weil er rausreverse. Aber hier wird halt auch von Bluma die Flanke runtergedrückt, auf der anderen Seite auch. Also spielen hier die gute alte Zangenbewegung. Haben auch die Caps, haben jetzt auch die Schiffsvorteile. Also ist deutlich, deutlich schwer hier für Cobra hier Fuß zu fassen. Ganz klar. Aber gerade so die Erfahrung, die man aus solchen Matches ziehen kann, ist auch immer sehr, sehr enorm. Man merkt für sich selber, welche Position kann man spielen, welche Position kann man nicht spielen. Und wenn man mal ein Turnier gespielt hat, dann merkt man das sehr, sehr schnell. Und ich glaube, die Petro merkt jetzt auch, dass die Position nicht so angenehm ist im Zweifelsfall. Ja, Blue baut jetzt die Map Control aus, schieben jetzt ihre Daring rein. Die Wyra hat eigentlich keine Chance wirklich. Auch vom DPM her ist halt auf Torpedoboot geskillt gegen eine Daring. Das Radar hilft dir halt nur was, wenn du wirklich einen Supporter dabei hast, der Damage macht. Und jetzt würde ihn halt die Daring aufrauchen. Ja, er hat jetzt keine Chance zuzugehen. Und da wird er dann auch sehr schnell auch rausgehen. Ohne wirklich was gemacht zu haben. Die Shimas auch relativ low. Also das wird hier mal relativ solide nach Hause spielen, denke ich mal. Ohne wirklich groß Mühe zu haben. Aber man hat jetzt die Mitte voll unter Kontrolle. Die Moskau schiebt jetzt vor. Man weiß, hier ist die Hauptbedrohung. Da muss ich meine Kills machen. Petro geht jetzt raus. Ich denke, dass die Massot jetzt auch in der Position ist, wo du mit der Massot nicht sein möchtest. Ja, er fährt halt jetzt ein schönes Crossfire rein. Und das zieht halt enorm. Da kannst du auch mit der Geschwindigkeit nicht mehr allzu viel machen. Viel mit Dodgen ist da nicht. Und auf der anderen Seite, ja, die Shima kriegt da keinen Zugriff mehr. Die ist halt relativ einfach zu catchen. Wenn sie gecatcht wird, klar, die hat immer noch den Concealment-Vorteil. Die Torps sehen ein bisschen garstig aus, aber die müsste eigentlich gedodged kriegen. Ja, passt. Wunderbar. Aber man muss sagen, Cobra hat es geschafft, das A-Cap zu holen. Um da auch ein bisschen hier einen Stock zwischen die Beine von Bluma zu schieben. Dass es nicht ganz so einfach wird. Aber da geht die Shima raus. Ich wollte schon sagen, da geht die Moskau raus. Da geht die Shima raus. Da geht es auch die Massot raus. Also, ja, die werden ja jetzt an allen Stellen überfahren. Da kommt halt jetzt überall Druck. Mit diversen Schiffen und von überall Crossfire. Überall ist ein Radar da, um die DDs zu spotten. Und die Kreml versucht jetzt hier nochmal einen Move. Ja, vielleicht schafft er die Marseille zu killen. Könnte schon möglich sein. Columbo versucht jetzt einen Crossfire aufzubauen. Er fährt hier raus, damit hier möglicherweise der Kill noch gekriegt wird. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Marseille davon Ram geht und versucht, die Napoli zu killen währenddessen. Kann ich mir auch vorstellen. Wobei, er könnte in dem Fall auch einfach vorbeifahren. Ja. Was will die Kreml machen? Er hat die Türme nach vorne. Wenn er mit Speed vorbeifährt, dann kann er die Napoli killen. Also, da ist man vielleicht auf Nummer sicher gegangen. Also, hätte man riskieren können, bei dem Spielstand zu sagen, okay, ich fahre da 100% Risiko. Das Problem ist jetzt das Wrack. Und man hat den Ram nicht mal durchgekriegt, sehe ich gerade. Okay. Aber die Kremlin-Kill kriegt man auf jeden Fall. Ich habe jetzt gedacht, man hat den Ram durchgekriegt. Aber ist ja nicht wirklich spielentscheidend. Die Runde geht sehr souverän hier an Bluma. Herzlichen Glückwunsch. Und damit sich das Game souverän geholt.